years of inspiration and love. Herzlich willkommen in Marikas Kreativstube. Ich möchte mit dir heute eine kleine Verpackung herstellen, in der wunderbar eine Tüte Badesalz zu verpacken ist. Hier den Danke-Gruß, den habe ich hier vorne wiederholt. Hier habe ich eine Karte nach vielleicht eher was für einen Mann. Achtsamkeitsritual loslassen. Vielleicht mal ein Elektriker, der Nachbar, der einem vielleicht behilflich war. Ein schönes Dankeschön. Hier habe ich dann einmal eine gute Besserung als Gruß genannt. Und das soll die Abwehrkräfte ein wenig stärken. Ihr seht, das Badesalz ist immer ganz hübsch verpackt, ist immer eine kleine Freundlichkeit. Sowas, glaube ich, kann man immer parat haben und wirklich ganz flott gemacht. Und dabei könnt ihr mir jetzt zuschauen. Für diese wirklich flotte Verpackung für ein wohltuendes Badesalz benötigen wir gar nicht viel Material. Wir benötigen einen Farbkarton. Da habe ich hier diese neue Incolor Aventurin verwendet. Die finde ich supi schön. Das Maß ist 11 x 26 cm. Dann benötigen wir für den Deckel ein Maß von 9 x 10, wo wir an der 10 cm langen Seite auf einer Seite bei 1 cm falzen. Dann habe ich dieses Designpapier ausgesucht. Jetzt überlege ich gerade. Ne, wir bleiben bei dem ganz beruhigenden. Die erste Mattung ist ein Maß von 8,5 x 8,5 und das Designpapier 8 x 8. Verpacken möchte ich gerne dieses Badesalz, was die Abwehrkräfte stärken soll. Ein guter Bekannter von uns ist gerade aus dem Krankenhaus und dem wünschen wir von Herzen gute Besserung. Dazu habe ich auch diese Genesungswünsche verwendet, die es auch in diesem Jahr gibt, und zwar auf Seite 72. Da habe ich auch schon diesen Distinktivstempel. Das heißt, wenn du diesen Stempel aufbringst, hat der schon eine gewisse Dreidimensionalität. Ich finde diese Stempel immer total spannend. Dann lege ich mal alles, was ich jetzt nicht benötige, zur Seite und starte mit unserem Farbkarton im Maß 26 x 11. Den lege ich mir einmal erst quer hinein. Ich falze also bei 9 cm, schiebe weiter auf 10 cm und zum Schluss falze ich bei 1 cm. Dann lege ich die kurze Seite an, dann falze ich auf der einen Seite 1 cm und hier oben habe ich die 1 cm Falz, die wir gerade gezogen haben, und da gehe ich von oben nach unten und schneide bis 7 cm. Ich wende mein Blatt und wiederhole das. Ich falze also auch hier bei 1 cm, nehme die Schneidklinge nach oben und schneide von oben bis 7 cm. Das war's schon mit dem Falzen und mit dem Schneiden. Und hier gehe ich jetzt hin und schneide das ganz einfach ab. Dieses kleine Stückelchen hier schneide ich heraus. Da könnte man hingehen, es anschrägen und dann mit festkleben. Ist aber völlig unnötig, man braucht es nicht. Auf der anderen Seite mache ich das genauso und falze dann all meine Falzlinien mit dem Falzbein nach. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we... Jetzt drehe ich meinen Farbkarton mit der rechten Seite auf den Kopf und bringe an den Flügel links und rechts doppelseitiges Klebeband auf. Und auch hier oben
um nachher mein Vorderteil aufzukleben, klebe ich doppelseitiges Klebeband auf. So, entferne jetzt die Schutzfolie und dann lege ich mein Badesalz schon mal in diese Verpackung hinein und klebe, indem dass ich hier schön schaue, dass ich einen rechten Winkel habe und hier der Farbkarton schön in dieser Rille hineinpasst, klebe ich meinen Farbkarton fest und gehe mit dem Falzbein kurz hinein. Das Ganze auf der anderen Seite ebenfalls. Da ziehe ich auch hier die Folie ab und schaue, dass ich hier einen schönen rechten Winkel habe und hier schön in die Falzlinie hineinrage. Und klebe zu und gehe noch kurz mit dem Falzbein hinein, um kurz einen Druck auszuüben. Ich lege es also schön hinein und lasse das Salz mal nach oben rieseln, sodass ich hier die dicke Seite habe, denn ich möchte ja gerne auch das Deckelchen gut aufkleben. Habe hier die Folie abgezogen und den Deckel an mein Oberteil fest. Schauen wir mal. Das sieht ja prima aus. Was wir jetzt noch anbringen müssen, sind Magnete. Die Magnete sollen jetzt so zusammenpassen, dass ich ein hier unten ankleben kann und eins von oben. Das kann hiermit schon nicht passieren. Und dann ist es eben so, dass man eben zwei Paare neu miteinander in Verbindung bringt. So habe ich jetzt hier ein Teil, was ich hier von unten aufkleben kann. Das klebe ich also von unten auf, in die Verpackung nicht ganz so weit hinein und das möglichst mittig. Und von oben findet das Magnet ja wieder seinen eigenen Platz. Da möchte ich jetzt aber doch mein Badesalz einlegen. Da schaue ich noch mal, dass ich hier einen rechten Winkel habe. Und der Platz findet sich ganz alleine. Wir kommen jetzt noch zu unserer Deko. Also ich habe mich jetzt doch entschieden, dass wir dieses Design nehmen. War mir jetzt zu farblos. Aber ihr kennt das ja, oft entdeckt man das während der Arbeit. Und dann ist es ja nie zu spät. Also setze ich jetzt das Designpapier auf meinen flüsterweißen Farbkarton und klebe den auf meine Verpackung auf. Schön schauen, dass die Blüten auch in der richtigen Richtung schauen. So, da muss ich dann vielleicht doch mal von innen noch mit dem Falzbein ein wenig festdrücken. Und dann setze ich das Vorderteil von meiner Klappe noch auf den flüsterweißen Farbkarton und kann das ebenfalls auf mein Vorderteil aufsetzen. Und da mache ich ja immer mal so eine Runde um das Magnet herum, damit sich das wirklich gut verbindet. Hier auch wieder drauf achten. Und dann setze ich das auch auf. Und da ist es ja einfach. Mit dem Falzbein gehe ich dann natürlich vor allen Dingen hier die Ecke um das Magnet herum und gebe da mal besonders Druck, damit sich das hier schön verbindet. Ich hole jetzt noch ein paar Dimensionals, die ich auf meinen Spruch, ihr seht, das war ein Test, nicht so gelungen, so gefällt mir das viel besser. Setze also nun meinen Genesungswunsch an die Stelle auf, die mir gut gefällt. Und überlege, ob wir da jetzt noch ein Schleifchen aufsetzen. Habe dann noch so ein Seidenbändchen in Vanille pur. Ich weiß gar nicht, da müsste ich gleich gucken, ob es das noch gibt. Werdet ihr dann in meiner Anleitung finden. Natürlich, wenn es das gibt, mit einer Artikelnummer, unter der ihr das
sehr gerne bei mir bestellen könnt, dieses Band. Also das ist ja wirklich ein tolles Band. Das werde ich hier vorne noch auf diese Ecke setzen. Dazu verwende ich Gludots. Jedenfalls habe ich hier jetzt ein hübsches Badesalz, nett eingepackt, mit dem Genesungsgruß für einen guten und lieben Bekannten. Ich wünsche euch, bleibt gesund und wie immer kreative Grüße aus Pulheim. We love what we do makes a difference in me and you. All these years of